Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist ein sehr, sehr warmer Tag. Es ist wohl gerade das wärmste Wochenende des Jahres, bisher zumindest. Gestern hat es 36 Grad, heute 34. Deshalb bin ich auch ein bisschen offener angezogen, ein bisschen luftiger. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habe ich ab und zu dieses Hitzefrieren, weshalb ich jetzt hier drin auch meine Jacke darüber habe. Ich versuche eigentlich zu lernen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass meine Abschlussprüfungen Anfang September sind und ich dachte, die wären Mitte bis Ende September. Und ich bekomme die letzte Woche im August Besuch, weil ich da auch Geburtstag habe. Und deshalb kann ich da nicht wirklich viel lernen oder möchte ich da nicht so viel lernen. Ich war heute Morgen sogar schon im Mauerpark und habe mich mit 2 ehemaligen Mitschülerinnen getroffen, also aus meiner Stufe, die sind gerade in Berlin und wir waren zusammen auf dem Mauerpark-Flohmarkt, der übrigens echt mega voll ist momentan. Also, naja, man kann schon, würde ich sagen, den Abstand zu den Leuten einhalten, wenn man es möchte. Aber viele Leute interessiert das, glaube ich, irgendwie nicht so. Und man vergisst schnell, dass man gerade in der Pandemie ist. Es ist ein bisschen so ein weirdes Gefühl. Das ist Your Eyes Tell von BTS. Das ist so eine schöne Stimme. Ich glaube, das ist V, wenn ich mich nicht vertue. Wie entspannt kann ein Rap sein? Keine Ahnung, was gesagt wird, aber ich finde es super chillig. Diese Woche mal wieder im No Shave Club. Wir müssen das normalisieren, Freunde. Auch die Beine. Vollsocken. Was ist das hier für ein Mood? Oh, und sowieso No Bra Club. Könnt ihr eine Body Roll? Ich habe mir nämlich jetzt mal Tutorials auf YouTube angeschaut, wie man eine Body Roll lernt. Das ist mein vollkommener Ernst. Ich finde, es ist nichts falsch dran. Aber es sieht sehr skurril aus, wenn man das lernt. Es gibt da nämlich so eine Technik, wie man es so am Schrank üben kann. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ein bisschen strange aussieht, wenn man so auf den Schrank zugeht. Ich finde Body Rolls aber mega cool. Und deshalb dachte ich, lerne es mal. Und es klappt schon ganz gut, aber noch nicht so sehr, dass ich es präsentieren würde. Man sieht die ganze Zeit so stark meine Rippen hier in diesem Licht. Das ist ja auch was, mit dem ich eine Zeit lang immer so ein bisschen gestruggelt habe. Das liegt einfach daran, dass meine Brüste schwer sind und die Haut da so runterziehen. Und generell bin ich auch einfach einen zierlichen Körperbau. Und das ist einfach keine Stelle, an der man zunehmen kann. Also das ist nicht irgendwie, das hat nichts mit Untergewicht oder so zu tun, aber ich finde, es kann schnell so wirken. Das ist durchaus auch etwas, auf das ich manchmal angesprochen werde. So, isst du auch genug und so. Ja, ich esse genug. Ich esse sehr viel. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz sensibles Thema, bei dem man echt aufpassen sollte, was man da sagt. Weil du weißt nie, ob jemand vielleicht wirklich eine Essstörung hat und was du dann da gerade triggerst. Also bitte nicht die Körper anderer Menschen kommentieren. Wie sind wir da jetzt hingekommen zu diesem Thema? Ich tanze jetzt noch ein bisschen hier rum und dann geht's weiter mit dem Lernen. Ja? Yay! Ach so. Einfach ein bisschen für Verwirrung sorgen. So much pressure, why you so loud? I like the view from the top. I still fall on my face sometimes. Those who matter don't mind. If you don't catch what I'm throwing, then I'll leave you behind. The best of me, masterpiece. What? Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 6 Uhr. Und meine Mitbewohnerin und ich sind aufgestanden, um zu lüften. Und ich freue mich gleich einfach weiter zu schlafen. Aber es lohnt sich, glaube ich, richtig, jetzt einmal die Luft reinzulassen. Weil jetzt hat es gerade 20 Grad.
und viel kühler wird es momentan nicht. Und das ist einfach super angenehm. Wir haben alles auf Durchzug, alle Fenster sind auf. Ja, wir sehen uns später. So, es ist jetzt ein paar Stunden später. Ich putze jetzt noch schnell hier meine Sonnenbrille mit einem Stofffetzen, den ich neulich von dem Oberteil abgeschnitten habe. Und dann geht es los zum Einkaufen und ich gebe auch endlich mal wieder einen Analogfilm ab. Das ist noch der Schwarz-Weiß-Film von der Black Lives Matter Demo unter anderem. Und ich glaube, ich habe da ein paar echt beeindruckende Fotos gemacht. Also, ich weiß nicht, ob die Fotos beeindruckend waren, aber die Demo an sich war ja einfach total beeindruckend. Richtig, richtig krass, wie viele Leute da waren und ich hatte die Chance, das von oben zu fotografieren und eben in Schwarz-Weiß, was ich auch sehr passend einfach finde zu dem Anlass. Ich finde, Schwarz-Weiß gibt den Fotos manchmal noch mehr Gewicht. Ich habe jetzt auch eine Weile nicht analog fotografiert, weil mir eben zwischendurch auch gesagt wurde, so ja, Analogfotografie ist eben auch nicht gut für die Umwelt und was da alles für toxische Stoffe verwendet werden bei dem Produzieren der Bilder und so weiter. Und da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht im Detail genauer selbst zu informiert, weshalb ich das Analogfotografieren auch erstmal etwas pausiert hatte. Meinen voll fotografierten Film werde ich aber auf jeden Fall abgeben und auch die Filme, die ich noch habe, werde ich auch noch voll machen, denke ich. Ich habe da einen rumstehen, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der voll ist oder nicht. Ich glaube, er ist leer, sonst wird er doppelt belichtet, was auch cool aussehen kann. Hallöchen, ihr Lieben. Don't mind my hair. Ich habe das Gefühl, mit diesem Look bin ich wirklich in Berlin angekommen. Ich habe ja auch schon erzählt, dass ich momentan ein bisschen mit fettigen Haaren struggle und auch ein bisschen schlechterer Haut, weil ich ja die Pille abgesetzt habe und mein Körper voll am Umgewöhnen noch ist. In der Uni war es heute auch wieder sehr schön. Es war aber auch sehr warm. Also wir haben dann immer die Fenster komplett auf, was ja auch gut ist, wegen der Belüftung, Bakterien, Coronaviren, meine ich, und so weiter, ne? Weil wir nämlich auch die Masken absetzen dürfen, wenn wir genug Abstand zueinander haben. Aber wenn man die Fenster auf hat, kommt natürlich auch sehr, sehr warme Luft rein. Das heißt, am Ende saßen wir da echt alle so auf unseren Stühlen und wir haben halt Monologe geprobt. Und beim Schauspielern, alle von euch, die das schon mal irgendwie gemacht haben, und wenn es eine Theater-AG in der Schule ist oder so, wissen, dass das viel Energie braucht. Nicht ein Sprint, sondern eher ein Marathon-Schauspiel. Und ich habe noch nicht mal ansatzweise die Art Schauspielmarathon erfahren, wie es wirklich auf der Bühne oder im Theater dann ist. Also das, was wir machen, ist nichts dagegen. Die nächsten Tage werden auch wieder aufregend. Es geht nämlich für mich zu Zoe nach Freiburg. Aber das heißt auch, dass ich heute noch packen muss. Und ich muss noch eine Multimedia-Präsentation fertigstellen, die ich nämlich dann nächste Woche Dienstag direkt vorstellen muss. Und ich bin halt bis Montag weg. Ich habe ein ganz cooles Thema und zwar nämlich die Ballonflucht aus der DDR. Mali ist da drauf gekommen, also meine Mitbewohnerin. Ich war total verzweifelt. Ich wollte nämlich eigentlich Hongkong nehmen, aber ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal ein bisschen mit Hongkong auseinandergesetzt habt und der aktuellen Situation oder auch was seit Jahren da abgeht mit dem Sicherheitsgesetz und blablabla. Es ist ein ziemlich schweres Thema, also schwerwiegend so in dem Sinne. Die Recherche ist sehr komplex und ein bisschen bedrückend irgendwie und ich habe letztendlich mich entschieden, da jetzt doch nur einen Artikel drüber zu schreiben. Hallo ihr Lieben, ich bin mittlerweile in Freiburg, gerade mit einem geliehenen Fahrrad mit so in die Innenstadt gefahren. Es ist jetzt schon so schön und wir haben so Glück mit dem Wetter. Und ich werde jetzt nicht so viel hier filmen, aber vielleicht so ein paar Eindrücke, die schönen Gebäude und ich gehe mit später noch an den Fluss. Guten Morgen! Willkommen zurück in Berlin. Ich bin aus Freiburg zurück. Ich wollte euch kurz mein Outfit zeigen. Einmal diese Secondhand Leo-Bluse und dazu eine schwarze Stoffhose. Wie nennt man die? Ist das so eine Culotte? Ich habe keine Ahnung. Und einfach bequeme Socken für zu Hause. Und ich habe da drunter einfach so ein dunkelblaues Top. Da guckt so ein bisschen die Spitze raus. Und mein Plan für heute ist tatsächlich mein Zimmer umzugestalten und zu lernen für die Prüfungen. Aber vor allem mein Zimmer umzugestalten. Ich habe mir nämlich in Freiburg auch so ein bisschen was Dekomäßiges gekauft und ich hoffe, dass es was wird. Es würde mich so freuen. Ich glaube, ich würde mich da einfach noch viel, viel wohler dann drin fühlen.
Ansonsten gucke ich gerade einen Zoella-Vlog. Das ist schon ein älterer, da war noch wirklich so richtig Lockdown. Habe mir jetzt hier noch so einen Erdbeer-Bananen-Smoothie gemacht. Es schmeckt richtig, richtig gut. Deshalb muss ich euch jetzt nochmal gerade genau erzählen, was da drin ist. Dann könnt ihr es eventuell nachmachen, falls ihr Lust habt. Und zwar habe ich Bananen und Erdbeeren schon vor längerem eingefroren und nehme mir immer so ein paar, wenn ich eben Lust habe. Ich würde sagen, ich habe so eine Handvoll Erdbeeren und eine Handvoll Bananen jetzt da reingemacht. Dann so ein Stück Zucchini, auch natürlich klein geschnitten. Ordentlich Hafermilch, also schon so ein Glas Hafermilch, würde ich sagen. Und einen Schuss Ahornsirup und ein ganz bisschen Wasser, so vielleicht. Sehr zu empfehlen. Und außerdem super süß, rosa. Hallöchen! Ich weiß nicht, ob ihr Annalisa kennt von Instagram. Ich verlinke euch ihren Account mal in der Infobox. Auf jeden Fall bringt sie auf Instagram ihren FollowerInnen immer mal wieder Gebärden bei. Und da gibt es unter anderem die Black Lives Matter Gebärden Challenge. Und die habe ich jetzt selber auch auf Instagram angefangen. Dachte mir aber, dass ich die hier auch zeigen möchte. Einfach um die Gebärdensprache weiter zu verbreiten und auch einfach immer mal wieder ein bisschen auf das Thema Black Lives Matter aufmerksam zu machen. Akzeptanz und Solidarität. Also bei Solidarität einmal so die Hände ineinander haken und dann im Kreis führen. Solidarität. Soweit ich weiß, ist es egal, wie rum man das macht. Ich meine, das hatte ich sie mal dann gefragt. Weil man dann ja nicht weiß, ist es jetzt spiegelverkehrt oder nicht. Und ich meine, es ist egal. Falls jemand von euch das genauer weiß, sagt es mir unbedingt. Bei Akzeptanz die Hände vorne offen und dann nach hinten führen und schließen sozusagen. Akzeptanz. Akzeptanz. Und immer schön dazu auch die Lippen bewegen. Diese Gebärde heißt nämlich auch akzeptieren. Wenn man das dann dazu sagt, dann kann man im Kontext besser verstehen, welches Wort genau gemeint ist. Ich habe auf jeden Fall richtig Spaß daran, das zu erlernen. Ich finde das total spannend und auch einfach eine total wichtige Sprache einfach, die man viel mehr so schätzen sollte, viel mehr verwenden sollte. Es ist nett, finde ich, wenn man den Menschen eben auch entgegenkommt und nicht einfach erwartet, dass die Lippen lesen oder so. Hallöchen, Grüße aus der Sonne. Ich habe gerade auf Instagram mit der Gebärden-Challenge weitergemacht. Ich weiß nicht, ob das hier in der Sonne so gut ist. Könnt ihr wahrscheinlich nicht so viel erkennen. Dann machen wir es jetzt stattdessen hier. Wir hatten Gleichberechtigung, also die Hände so zum V und dann einmal von außen nach innen gleich und für Berechtigung von oben nach unten. Und dann hatten wir noch Frieden, also auch wieder so Peace-Zeichen, zusammen und dann auseinander. Frieden. Dann gibt es noch eine Frage und zwar: Kann ich dir helfen? Auch sehr hilfreich, eventuell auf Demonstrationen, aber auch generell im Leben. Kann ich dir helfen und kannst du mir helfen? Heute war Demonstration. Demonstration. Das waren die Gebärden. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Ich finde, Gebärdensprache ist so eine coole Sprache. Ich habe heute noch ganz coole Sachen vor. Und zwar geht es in ein Freiluftkino. Und ich habe bereits Bananenbrot gebacken. Diesmal mit so einem flüssigen Schokoladen-Mandelmuskern, was wirklich, es ist mega lecker geworden. Und ansonsten habe ich den Morgen über gelernt und werde jetzt nochmal alles einsprechen, damit ich mir das dann anhören kann. Eigentlich habe ich das schon gemacht, aber das Problem ist, dass ich das anscheinend über meine Box aufgenommen habe und deshalb ist die Tonqualität total schlecht und ich kann es nicht so richtig verstehen. Also nehme ich es jetzt alles nochmal auf. Vielleicht auch an einem Stück, dass ich quasi so einen langen Lernpodcast habe. Und Zimmerdekoration geht sehr, sehr gut voran. Ich will es euch aber noch nicht zeigen, weil ich, glaube ich, dann ganz gerne eine Roomtour machen würde, wenn es halt wirklich so ganz cool aussieht. Hallöchen! Nach sehr langer Zeit melde ich mich endlich mal wieder hier persönlich bei euch. Ich habe eine kleine YouTube-Pause gebraucht oder auch eine größere, um für mich selbst zu gucken, in welche Richtung das hier alles gehen soll, was ich in Zukunft auf diesem Kanal teilen möchte, wie viel ich teilen möchte und so weiter. Ich habe jetzt trotzdem diesen Vlog mit Throwback-Eindrücken sozusagen zusammengeschnitten aus dem August. Einfach so ein bisschen nochmal die Sommergefühle, jetzt wo es kälter wird. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das für eine Weile der letzte Vlog bleibt. Allerdings möchte ich mich schon in Zukunft ein bisschen auf andere Videoformate erstmal fokussieren. Ich habe einige Sachen in Planung und ich weiß, das habe ich jetzt schon häufiger gesagt, aber dadurch, dass ich dann doch irgendwie immer Vlogs produziert habe oder auch anderen Content generell gemacht habe, mich auf die Uni konzentriert habe und so weiter, habe ich es nie so richtig geschafft, diese Projekte auch umzusetzen. Und diese Pause hat mir jetzt aber die Möglichkeit gegeben, da vielen Dingen deutlich näher zu kommen, sodass ich euch hoffentlich bald
nicht nur hier auf meinem YouTube-Kanal neue Projekte präsentieren kann, sondern eventuell auch auf anderen Plattformen wie Spotify oder iTunes. So, einen Cut und 2 Ohrlöcher später. Ich war gerade beim Piercer, bei Classic Tattoo hier in Berlin. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nicht gesponsert oder so, aber die hat das so gut gemacht. Super freundlich, super zuvorkommend. Hat uns auch einen Studentenrabatt gegeben, sodass es nicht so teuer war, wie es hätte sein können. Also ich habe mit viel mehr Geld gerechnet und ich bin richtig, richtig zufrieden, wie das gestochen wurde. Ich soll da jetzt immer Kochsalzlösung drauf machen und es nicht drehen. Das ist wohl so ein Irrglaube, dass man das immer drehen soll. Meine ersten Löcher hier wurden mir mit 5, 6 Jahren geschossen. Und da haben die eben gesagt, dass ich das mal drehen soll. Und es hat sich mehrmals entzündet, ist immer zugewachsen und ich muss es dann immer nachstechen lassen. Habe jetzt mittlerweile auch gelernt, dass man es besser stechen lässt und nicht schießen lässt. Auch wenn es das erste Ohrloch ist. Und dass man es nicht drehen soll. So einfach morgens und abends ein bisschen Kochsalzlösung drauf. Kann man auch einfach selber machen. Ich werde das testen und hoffe, dass das gut funktioniert. Ich habe jetzt auch keine Schmerzen oder so, also ich spüre schon, dass da irgendwie wie so ein Fremdkörper, sage ich mal, ist. In circa 3 Wochen geht es dann zum Nachsorgetermin und dann guckt sie eben nochmal nach, ob das noch ein bisschen länger drin bleiben muss oder ob wir das wechseln können und so weiter. Ich bin sehr gespannt und ich bin richtig, richtig happy. Das war jetzt schon eine relativ spontane Entscheidung. Also wir haben das gestern Abend entschieden und jetzt war ich gerade mit einer Freundin da, die sich genau die gleichen Ohrringe stechen lassen hat. Überlegt habe ich das Ganze aber schon seit ein paar Monaten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder hören uns vielleicht auch bald in einem ganz anderen Format. Falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Dann bekommt ihr aktuellere Updates. Aber fühlt euch nicht dazu verpflichtet. Nicht, dass ihr jetzt extra für mich auf Instagram ständig aktiv seid. Ist auch nicht so gesund, da möchte ich euch nicht zu verleiten. Ansonsten sehen wir uns einfach hier auf meinem Kanal im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.